Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute nochmal ein ganz kurzes Status-Update oder Nachtrag, besser gesagt, zu der Reparatur der Turbolader im M2. Also zum einen, bevor wir in das Turbolader-Thema reinstarten, ich war jetzt letzte Woche bei Bös Motorsport und habe nochmal das Fahrwerk einstellen lassen. Also da ging es vor allem um Spur und Sturz. Ich hatte ja erwähnt, dass ich letztes Jahr schon einmal bei BMW war, weil ich hinten die Federn getauscht habe und deswegen sozusagen nochmal eine Einstellung nötig wurde. Zum anderen hat man mir hinten unten an den Querlenkern sind das, glaube ich, da war diese Buchse ausgeschlagen oder beziehungsweise da war der Gummi oder die Gummidichtung oder auch die Polyurethandichtung, je nachdem welches Material das ist, ich weiß es nicht genau, war kaputt. Habe ich bei BMW wechseln lassen, weil ich keine Presse habe und hatte dann bei BMW auch gebeten, dass man doch nochmal alles abstimmt, also beziehungsweise halt Spur und Sturz einstellt. Irgendwie war das dann eine Misskommunikation, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Angeblich haben sie mir dann nur die Hinterachse eingestellt, was meiner Meinung nach ja gar nicht funktionieren kann. Man muss ja, wenn überhaupt, immer alles zusammen einstellen. Dann war das Auto so ein bisschen nervös vom Fahrverhalten, hatte mich halt an die ursprüngliche Zeit erinnert, bevor ich das bei Herrn Bös von Bös Motorsport habe vermessen lassen. Denn ich war schon mal bei ihm und war da super zufrieden. Das Auto hat funktioniert ganz hervorragend auf der Rennstrecke. Und was soll ich sagen? Ich war jetzt wieder bei Bös Motorsport und es fährt halt einfach ganz fantastisch. Also das kann ich jedem M2-Besitzer nur empfehlen. Ich war auch schon mal bei Manthey, das kann ich keinem empfehlen. Das war bei mir ganz, ganz grauenhaft. Ich meine, das ist natürlich auch immer so ein Fahrerding. Ja, also mit der Abstimmung von Manthey bin ich als Fahrer einfach nicht zurechtgekommen. Das war mir viel zu spitz und zu nervös. Das, was der Herr Bös da einstellt, das finde ich super. Da komme ich extrem gut mit zurecht. Das Auto liegt super auf der Straße, macht genau das, was ich möchte. Also es lenkt dahin, wo ich hinlenke. Es zickt nicht rum. Also wie gesagt, wenn ihr M2-Fahrer seid oder auch M4-Fahrer, allgemein BMW, schaut doch mal bei Bös Motorsport vorbei. Verlinke ich euch auch unten, also aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich das sehr empfehlen. Wie gesagt, am Ende ist es natürlich auch immer so ein bisschen die Präferenz des jeweiligen Fahrers. So, und dann zum Thema Turbos. Da hatte ich ja in dem letzten Status-Update erwähnt, dass bei mehr Last teilweise das Auto nicht richtig schaltet und ich so ein komisches Geräusch höre. Ich dachte erst, es sei Auspuff oder irgendwas. Habe mich dann mal schlau gemacht. Mein erster Impuls war, dass vielleicht bei MHD, weil ich ja vorher die Manhart-Map hatte und jetzt auf MHD geswitcht habe, dass vielleicht die Adaptionen nicht stimmen. Habe mich da eingelesen, habe aber rausbekommen, dass wenn man eine MHD-Map flasht, immer die Adaptionen zurückgesetzt werden. Das kann es also nicht sein. Ja, und dann habe ich mich, das ist jetzt auch schon wieder, hätte ich gesagt, mindestens 6-7 Tage her, mal hingesetzt und die Ladeluftleitungen nochmal überprüft, weil die Informationen, die ich aus dem Internet gefunden habe, waren dann häufig bei solchen Verhalten, schau doch mal, ob du irgendwo ein Ladeluftleck hast. Und ich hatte das ja alles ab, habe das zwar nach BMW-Vorgaben mit Drehmoment alles angezogen, aber dachte mir, schadet ja nicht, wenn ich es kontrolliere und siehe da, ich hatte tatsächlich ein Problem gefunden und zwar die Ladeluftleitung vom Laderbank 2. Also vom hinteren Lader, der bei mir auch defekt war. Ich habe beide getauscht, aber der hintere war eigentlich defekt. Diese Ladeluftleitung, die war leicht lose. Und zwar, ich zeige euch das gleich am Auto, da war so ein bisschen Spiel da. Und ich vermute, dass dieses Spiel gereicht hat, dass wenn eben Ladedruck entsteht, dass es diese Leitung nach oben drückt und dann ist der Ladedruck wahrscheinlich also eben an dem Schlauch vorbeigezischt. Das war dann wahrscheinlich auch das Geräusch, würde ich jetzt rückblickend vermuten, und hat eben dafür gesorgt, dass das Auto damit nicht mehr zurechtkam, denn es hat Ladedruck erwartet. Es war aber kein Ladedruck da, beziehungsweise weniger. Und wie erwähnt, hatte ich ja alles mit Drehmoment angezogen. Dann gibt es diese schönen Schrauben hier, die in diesem Ladeluftschlauch sitzen, mit so einem Gewinde unten dran. Und wie ihr sehen könnt, ist abgebrochen. Und zwar dachte ich mir, weil da so ein bisschen Spiel war, gut, dann gibt es da halt noch ein bisschen mehr Zug drauf, als das, was BMW gesagt hat. War eine ganz schlechte Idee, da hat es Knack gemacht, dann war die abgerissen. Und dann habe ich da 2 Stunden lang diese Reste aus dem Turboladergewinde rausbohren dürfen. Es war so richtig, richtig eklig, vor allem, weil ich mit keinem normalen Bohrer rangekommen bin. Ich habe dann am Ende einen Dremel genommen mit einem Dreierbohrer und dann noch so eine kleine Fräser von meinem Dremel. Also hier oben habe ich ja von Ryobi so einen Dremel und der ist eben, wie gesagt, schön klein und den konnte ich dann von oben einführen, zeige ich euch gleich auch nochmal am Auto. Aber das hat mir echt das Leben gerettet. Wie gesagt, 2 Stunden habe ich dann da verbracht, das auszubohren und habe dann eine normale Gewindeschraube durch und unten mit einer Mutter gekontert. Allerdings hatte ich nur eine Mutter und keine Mutter mit Unterlegscheiben. Deswegen habe ich mir jetzt hier so ein Set Muttern mit Unterlegscheiben bestellt. Und da möchte ich jetzt heute diese Mutter gegen eine Mutter mit Unterlegscheibe tauschen.
Das mache ich deswegen, zeige ich euch auch gleich am Auto. Die Mutter muss ich von unten ansetzen und es gibt ja leider diese blöde Gravitation. Das heißt, wenn ich jetzt eine Unterlegscheibe und die Mutter habe, muss das da unten ranfummeln, oben dann gegendrücken. Ist halt super kompliziert und wird nichts. Mit der Mutter habe ich das noch einigermaßen geschafft, aber Mutter und Unterlegscheibe wäre nichts geworden. Insofern, ich schaue mal, ob ich das, also dieses Loch oder die Befestigung mal an dem alten Turbolader zeigen kann. So, jetzt sind wir hier an einem alten Turbolader. Das ist tatsächlich auch Turbolader Bank 2. Das ist ja der bei mir kaputt war. Und hier, das ist der Ausgang. Also das heißt, hier wird ja die frische Luft angesaugt, hier an diesem Teil. Dann verdichtet er die frische Luft und drückt die verdichtete frische Luft hier wieder raus. Und das geht dann in Richtung Ladeluftkühler. Und diese Schraube, die wird, wie gesagt, in diesen Plastikschlauch, wird die so eingesetzt. Und dann dreht die sich hier in das Gewinde. Das heißt also, hier ist extra ein Gewinde drin in dem Bauteil. Ja, und da war dann die Schraube bei mir in meinem schönen neuen Turbolader abgerissen. Und ja, das ist wie gesagt alles super eng und da kam ich halt gerade so mit dem Dremel hin, habe das hier ausgebohrt, habe das dann ausgefräst und habe das dann jetzt eben, wie gesagt, durch eine normale Gewindestange oder Gewindeschraube besser gesagt ersetzt. Jetzt hätte ich gesagt, schauen wir uns das einmal am Fahrzeug an. So, ich habe jetzt noch nicht abgebaut, das Auto ist noch relativ warm, da warte ich jetzt noch ein bisschen, bis es abgekühlt ist. Aber ich kann euch schon mal grob zeigen, was ich meine. Und zwar hier hinten. Ich versuche das jetzt mal in der Videobearbeitung hervorzuheben, dieser hintere Schlauch, also der hier, der geht ja zum Lader Bank 2 und da kommt eben die komprimierte Ladeluft raus und da unten, ja, kann man jetzt wirklich nur ganz schwer erkennen, ja, da unten sitzt diese Schraube und ja, das war eben das Problem. Zeige ich euch gleich nochmal im abgebauten Zustand, dann sieht man das einfacher. Das heißt, ich nehme jetzt hier nochmal die Domstrebe raus, mache auch nochmal den Luftfilterkasten hier weg, damit wir da hinkommen und damit ich diese einfache Mutter, die ich da jetzt dran habe, durch eine Mutter mit Unterlegscheibe ersetzen. Zudem will ich heute auch ein bisschen Schraubensicherung ranmachen, dass sich das auf jeden Fall nicht mehr loswackelt. Ich hoffe, dass ich jetzt lediglich die Domstrebe und den Luftfilterkasten abnehmen muss. Vielleicht noch, und das kann natürlich noch sein, dass das auch noch weg muss, dieses Rohr für die Frischluftansaugung vom Lader 2, das muss wahrscheinlich auch noch mal weg. Aber dann müsste ich da gut genug rankommen, um die Mutter unten nochmal zu tauschen, beziehungsweise halt eine Mutter mit Unterlegscheibe zu nehmen. Das ist jetzt der Plan für heute. Wie gesagt, ich fange jetzt mal hier an mit der Domstrebe. Kennt ihr ja schon aus anderen Videos. Die 2 Schrauben da hinten, die gibt es links und rechts. Und dann haben wir vorne nochmal 2 Schrauben und dann nicht vergessen, die eine Schraube hier eben für den Wischwasserbehälter. Dann ist die Domstrebe weg. Und dann können wir hier mit dem Luftfilterkasten weitermachen. Ich versuche das jetzt mal mit der anderen Kamera so ein bisschen einzufangen für euch. So, ich hoffe, ihr konntet das jetzt gut erkennen. Es war wahrscheinlich ein bisschen dunkel. Ich versuche das im Videoschnitt ein bisschen aufzuhellen. Ich habe jetzt als erstes die Domstrebe entfernt. Da haben wir, wie gesagt, 4-mal von diesen langen Schrauben. Die befinden sich hinten, jeweils oben am Dom, immer 2. Und 2 von diesen kürzeren, die dann vorne sind am Schlossträger oder halt vorne an der Frontschürze des Autos. Dann gibt es noch diese kleine hier, ein 10er, die den Wischwasserbehälter hält. Das hier sind 13er. Das ist die 10er. Das ist das, was ich gebraucht habe. Dann noch ein Schraubenzieher, um eben die Ladeluftschläuche da abzunehmen. Jetzt hätte ich gesagt, schauen wir da mal hin. So, jetzt können wir hier hingucken. Jetzt habe ich das schon abgebaut. Hier unten habe ich jetzt auch schon Papier reingestopft. Das ist ja die Stelle, wo er sozusagen für den Lader 2 die Frischluft ansaugt. Da oben war, wie gesagt, auch dieses Ansaugrohr mit so einer 10er befestigt. Das heißt also, der Schraubenkopf ist mit einem 10er Schlüssel, kriegt ihr das los oder beziehungsweise mit einer 10er Nuss. Und da unten haben wir den Kandidaten, der mir letztes Mal so viele Sorgen bereitet hat. Da seht ihr, da habe ich jetzt einfach eine Schraube durchgesteckt und unten mit einer Mutter gekontert. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen.
das war eben das Problem. Also sprich die Druckseite, also da, wo dann Ladedruck entsteht, da war das nicht ganz fest und hat immer gewackelt. Ich gucke mal, ob ich das jetzt hier irgendwie positioniert bekomme, das Licht. Und da war das Problem, wenn ich jetzt hier gewackelt habe, also damals, hat sich hier unten, da war richtig, Luft zwischen der Schraube und dem Flansch. Und jetzt sieht man ja, dass es fest ist. Das heißt, an der Schraube wackelt nichts mehr. Im Flansch selber ist noch ein bisschen Bewegung. Das ist aber okay. Aber der Flansch selber, der kann sozusagen jetzt nicht mehr nach oben. Und bevor ich das ausgebohrt habe, war es eben so, dass die Schraube, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es nicht richtig ganz im Gewinde drin war oder sich verkeilt hat, keine Ahnung. Und dadurch hat sie diesen Flansch nicht sauber runtergedrückt. Dadurch hatte der immer ein bisschen Luft und wenn Ladedruck entstanden ist, hat es den Flansch angehoben. Und dadurch, dass es den Flansch angehoben hat, ist da unten dann sozusagen der Ladedruck entwichen. Das war natürlich Kacke und hat dafür gesorgt, dass eben das Schaltverhalten nicht stimmte. Denn er erwartet ja einen gewissen Ladedruck anhand der Gaspedalstellung und so weiter und so fort. Und wenn der da nicht kommt, dann kommt er natürlich durcheinander. Jetzt habe ich das ja, wie gesagt, mit dieser Mutter gelöst, da unten. Und seitdem auch keine Probleme mehr. Jetzt muss ich halt, wie gesagt, diese Mutter nur tauschen gegen eine Mutter mit Unterlegscheibe und ein bisschen Schraubensicherung. Dafür muss es aber jetzt noch ein bisschen abkühlen, das ist immer noch schweineheiß. Das mache ich jetzt und dann schauen wir uns das gleich nochmal an, wenn da die neue Mutter dran ist. So, ich habe jetzt meine Schraube hier wieder raus. Die hat jetzt einen 8er, also da kann ich mit einer 8er Nuss lösen. Und wie gesagt, die habe ich jetzt einfach durchgesteckt durch das ausgebohrte Loch. Die war jetzt unten mit so einer Mutter gesichert und das möchte ich jetzt ersetzen durch eine Mutter mit entsprechender Unterlegscheibe, dass da einfach ein bisschen mehr Fläche da ist. Zudem werde ich jetzt hier einen kleinen Klecks Schraubensicherung drauf machen, sodass ich das auch auf keinen Fall wieder lösen kann. Jetzt können wir noch einmal reingucken. Und das war wirklich viel Arbeit, das da rauszubohren. Ihr seht ja, das ist ein ganz blöder Winkel, auch wenn die Kamera das wieder nicht scharf stellt. So, Kamera, so, da ist das Loch. Also man kann da auch schwer hingucken und es ist alles sehr eng. Es ist jetzt nicht perfekt ausgebohrt, aber es hat eben gereicht, um die Schraube durchzustecken und die sichert dann eben diesen Flansch. Das ist das Wichtige. Jetzt versuche ich das hier wieder reinzufummeln mit der Schraubensicherung und dann schauen wir uns das nochmal an, wenn es fest ist. So, jetzt habe ich das festgezogen und diese neue Mutter sitzt da unten auch. Ich hoffe, man kann das erkennen, dass da jetzt die neue Mutter sitzt. Ja, ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall habe ich die da jetzt befestigt. Wie gesagt, das ist jetzt bombenfest, da rutscht nichts mehr. Es war ja vorher auch schon fest, ich wollte nur diese einfache Mutter eben nicht da drin lassen. Zudem habe ich das Ganze jetzt mit Schraubensicherung mittelfest nochmal zusätzlich fixiert. Und jetzt sollte das da nicht mehr runterrutschen können. Es ist natürlich nicht mehr so schick wie original, aber wenn mir die Schraube nochmal abreißt, dann fällt das einfach da durch. Ja, dann muss ich da nichts ausbohren, weil die jetzt nicht mehr sozusagen im Gewinde fest ist, sondern unten in der Mutter. Ist also jetzt etwas wartungsfreundlicher, falls mal was schief geht. Das Einzige, was halt ein bisschen knifflig ist, ist das Ding da unten zu befestigen. Das war halt vorher etwas einfacher, aber wie gesagt, wenn man mit einer Zange gegenhält, unten die Mutter, dann funktioniert das auch. Jetzt nehme ich hier das Papier wieder aus dem Frischluftteil, also da, wo die Luft angesaugt wird, baue hier die Leitungen wieder zusammen und dann sind wir an der Stelle auch durch. Das war es, wie gesagt, was ich euch noch als Info mitgeben wollte. Es war also kein Problem mit MHD oder irgendwelchen Adaptionswerten, sondern es war einfach tatsächlich ein mechanisches Problem, dass da die Ladeluft hier hinten von dem Laderbank 2 abgehauen war. Und das hatte eben, wie gesagt, so dramatische Auswirkungen, dass eben bei mehr Last, immer tatsächlich auch wirklich nur bei mehr Last, der Ladedruck verloren gegangen ist und da auch das Schaltverhalten nicht mehr gestimmt hat. Plus eben dieses komische Geräusch, wo ich erst dachte, es sei Auspuff. Aber ich meine, Auspuff ist ja auch so. Auspuff wird ja auch Luft abgeblasen, wenn der undicht ist. Jetzt in dem Fall hat es eben hier Ladeluft abgeblasen, aber es war eben auch so ein Zischgeräusch. Jetzt, wie gesagt, finde ich wieder eine Erfahrung reicher und kann das dann vielleicht beim nächsten Mal besser deuten. Das also als Info für euch, wenn ihr mal ein ähnliches Problem habt, prüft erstmal mechanisch eure Ladedruckleitungen. Bei mir war es jetzt relativ simpel hier mit dem Anschluss. Es kann natürlich auch vorne beim Laderbank 1 passieren. Es kann sein, da oben an diesen Schellen. Es kann tatsächlich im Luftkühler kann es ein Problem geben, dass Ladeluft verloren geht. Könnte auch sein hier vorne. Also hier hinten unten sitzen ja auch nochmal Kühlelemente. Da kann also auch mal passieren, dass hier vielleicht irgendwas reißt oder kaputt geht. Also da gibt es dann diverse Möglichkeiten. Am einfachsten prüfen, ob das Ladedrucksystem dicht ist, wäre natürlich, wenn man jetzt hier Druck drauf gibt auf das gesamte System. Aber das war mir ein bisschen zu heikel, weil ich nicht genau wusste oder nicht genau weiß, wo das überall hinläuft und ob dann
ja, wenn man da, sage ich mal, unnatürlichen Druck drauf gibt, ob das okay ist oder nicht. Und ich habe es ja Gott sei Dank gefunden da unten, war dann gar nicht so schlimm. Jetzt warte ich immer noch auf einen Halter, auf eine Klammer. Ihr seht ja da unten, da ist jetzt hier am Turbolader, mit diesem Ding hier, da ist ja so eine leere Position. Und meine Lambda-Sonde habe ich da, ich highlighte das jetzt mal in der Videonachbearbeitung, mit so einem Kabelbinder festgemacht. Das ist eigentlich nicht original. Normalerweise wird die mit einem Halter und dann hier eingehangen, also das Kabel der Lambda-Sonde. Auf den Halter warte ich jetzt schon relativ lange. Das heißt, ich muss dann demnächst nochmal hier den Luftfilterkasten ausbauen, aber da Gott sei Dank nur den Luftfilter, dann komme ich da hin. Dann kann ich das mit dem Kabelbinder auch ersetzen. Dann ist wirklich wieder alles super schick. Ansonsten muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Eine Info vielleicht noch, und zwar, ich hatte ja mit Unterdruck entlüftet, so wie das auch in der BMW-Anleitung stand. Habe dann aber nach 500 Kilometern trotzdem nochmal kontrolliert, würde ich auch immer empfehlen. Und habe dann festgestellt, dass es unter Minimum war, also das Kühlmittel. Habe dann nochmal aufgefüllt und jetzt passt das auch vom Stand. Aber bedeutet, selbst wenn man mit Unterdruck entlüftet, geht scheinbar nicht alles an Luft aus dem System raus. Bedeutet, wenn ihr das System offen hattet oder abgelassen, und selbst wenn ihr mit Unterdruck entlüftet oder beziehungsweise wieder befüllt, trotzdem nach, sage ich mal, 100, 200, bei mir waren es jetzt 500 Kilometer, einfach nochmal prüfen, kontrollieren, ist da noch genug Kühlmittel drin, weil, obwohl es unterhalb Minimum war, habe ich keine Meldung gesehen und auch die Motortemperatur war immer im optimalen Bereich. Das heißt, es hat jetzt, sage ich mal, auf den ersten Blick gar keine Auswirkung gehabt, aber trotzdem ist es natürlich nicht optimal. Insofern, nachdem ihr da Kühlmittel abgelassen habt oder das System geöffnet war, Quintessenz ist, wenn ihr das System offen hattet oder auch Flüssigkeit entnommen habt, auf jeden Fall nach dem Entlüften, nach, sage ich mal, 100, 200 oder eben 500 Kilometern nochmal prüfen, kontrollieren, dass genug Flüssigkeit da drin ist und dann auffüllen. So, wie gesagt, ihr habt ja gesehen, ich baue jetzt einfach in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen und dann passt das. Insofern ist das jetzt wirklich abgeschlossen. Ich habe jetzt mein Fahrwerk vermessen. Wie gesagt, wenn ihr da eine gute Vermessung wollt, aus meiner Erfahrung ist die sehr gut bei Bös. Ich packe euch unten den Link rein, einfach mal anfragen. Es ist halt am Nürburgring, da muss man ein Stückchen fahren, je nachdem, woher man kommt, aber kann ich sehr empfehlen. Das heißt, das Auto ist jetzt eigentlich wieder bereit. Jetzt muss ich demnächst mal noch Bremse machen. Davor habe ich aber noch den Patienten Audi, den ich unbedingt fertig machen möchte mit Keilrippenriemen und Ölwanne, hatte ich euch ja auch in einem der Videos erzählt. Dann kam aber Hallenboden und Hebebühne dazwischen. Jetzt habe ich ihn schon auf der Hebebühne, den Audi, und ich denke, im nächsten Video oder übernächsten Video geht es am Audi weiter. Mein Camaro ist auch wieder da. Momentan ja, habe ich so viel zu tun und so wenig Zeit. Ich schaue mal, also je nachdem, entweder geht es mit dem Audi weiter oder eben mit dem Camaro. Ich hoffe, es war etwas Hilfreiches für euch dabei heute im Video. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.